Ich bin hier in Medjugorje und ich bin mit, wie heißt du? Ich bin Dominik. Dominik, woher kommst du? Ich komme aus Deutschland, um genau zu sein in Stuttgart. Bin ich aufgewachsen. Und du machst eine Weltreise? Ich mache eine Weltreise mit dem Fahrrad tatsächlich. Ja. Wie lange, wenn ich fragen darf? Das ist eine gute Frage. Ich habe so 2 bis 3 Jahre eingeplant tatsächlich. 2 bis 3 Jahre? Ja, ganz Da würde ein genau. guter Deutscher sagen, du musst nicht arbeiten? Bei Ernst des Lebens? Ja, wahrscheinlich muss ich schon irgendwann mal arbeiten. Gerade bin ich noch free, aber wahrscheinlich irgendwann mal muss ich irgendwo arbeiten, ja. Aber ich glaube, du arbeitest jetzt schon, du hast einen YouTube-Kanal. Ich habe einen YouTube-Kanal, genau. Ich heiße da Dominik Stolz, Dom Graffi. Und mein größtes Ziel wäre es natürlich da, irgendwie was zu erreichen, dass ich meine Reise damit finanzieren kann. Soweit ist es jetzt noch nicht, aber ich gebe mein Bestes. Und ich glaube, ich mache interessanten Content auch. Ja, also ich tue den Link in die Beschreibung des Videos. Vielen, vielen Dank. Unterstützt Dominik. Und Dominik ist zwar Protestant, aber in Wirklichkeit ist er katholisch, weil er liebt das, was er macht. Weil wir Katholiken lieben, dass wir haben keine Hintergedanken, sondern wir tun wirklich leben und lieben, oder? Und das ist, was du machst eigentlich, oder? Ja, Dann triffst du auch noch tolle Frauen, wie sie da. Das ist wunderschön, was ich hier für Menschen kennenlernen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja, du bist das erste Mal in Medjugorje. Ich bin das erste Mal in Medjugorje tatsächlich. Wie ist der erste Eindruck? Hier zu sein? Der erste Eindruck ist ein sehr friedlicher Ort, finde ich. Ja. Ich fühle mich sehr, sehr entspannt hier und ich fühle eine bestimmte Magie irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich fühle mich hier sehr, sehr entspannt tatsächlich. Das sagen, also über 2000 Interviews gemacht, alle sagen, es ist ein Ort, wo Frieden ist, Ja, wie nach Hause kommen. ja. Wir würden sagen, dass der Heilige Geist, der irgendwie hier ist. Und warst du schon irgendwo auf dem Berg oder so? Ja, ich war auf dem Erscheinungsberg, der kleinere. Ja, und? Da war ich bei bei Mutter Gottes war ich dort. Es war gestern Abend und es war sehr magisch, finde ich. Ja. Ich war da ziemlich lange und habe mich da hingesessen. Das war für mich schon ziemlich besonders, finde ich. Ja. Wow. Es war wirklich was Schönes. Ich muss sagen, du bist evangelisch oder Protestant? Ein Ich Protestant in Medjugorje? Ja, ich bin Evangele, aber trotz alledem versuche ich dem allen hier eine Chance zu geben und lasse es auf mich wirken. Ich nehme jede Experience mit, die mir in meinem Leben irgendwie kommt und will das einfach mitnehmen und schauen, wie es auf mich wirkt. Das ist für mich wichtig. Ja. Und wie hast du die Entscheidung getroffen oder warum hast du das Bedürfnis, diese Weltreise zu machen? War das ein Traum von dir? Ich liebe das Gefühl, unabhängig zu sein. Ich liebe es, frei zu sein und keine Dinge machen zu müssen. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, jeden Tag einfach zu reisen und sich nicht an irgendwas zu begrenzen zu müssen. Ich fühle mich so frei wie noch nie in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und das ist das Beste, was ich jemals hätte machen können. Und das ist Christsein, frei sein. Ja. Jesus sagt, ich krieg die Freiheit durch mich. Ja. Und das heißt wirklich, du bist enthusiastisch, sieht man. Ich habe ein paar deiner Videos haben wir jetzt angeschaut. Ja. Unglaublich, aus Liebe gemacht. Ja. Und du reist die ganze Welt jetzt zu bereisen, oder? Also ich habe so einen ungefähren Plan. Ich werde jetzt nach Türkei noch weiterfahren, durch die ganzen Balkanländer. Von Türkei, mein größter Wunsch wäre es, nach Thailand nur mit dem Fahrrad zu fahren. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht, weil ihr wisst selber, da kommen ein paar Länder, die einmal ein bisschen gefährlich sind. Afghanistan, Iran, Syrien und so weiter. Vielleicht fahre ich da durch, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, kommt Plan B. Ich fliege mit dem Flugzeug nach Indien, dann geht es nach Thailand. Und dann werde ich da ein bisschen über den Winter sein und dann möchte ich nach Mexiko fliegen und von Mexiko nach Kanada hochfahren. So wie es dann aussieht, werde ich als Tree Planter wahrscheinlich in Kanada ein bisschen arbeiten und dann möchte ich noch nach Chile gehen. Das ist so grob der Plan, aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Es kann sich alles verändern ständig. Also ich war aber auch nicht geplant, dass ich hier in Medjugorje bin. Ich hatte auch einen anderen Weg und jetzt bin ich hier. Also ich lasse alles auf mich zukommen, aber so ungefähr, das sind meine Vorstellungen dafür. Und das ist wieder christlich, weil man hat so ungefähr den Traum, den Plan und dem muss man auch folgen. Oder? Ja. Und dann sind aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege, bis dann in Medjugorje gelandet. Ja, genau, jetzt bin ich hier gelandet, ganz random. Also ich habe sie getroffen in Zagreb und dann sind wir auf einmal hier gelandet und ich wusste gar nicht, dass wir hier mit dem Fahrrad hierher gefahren oder mit dem Bus dann teilweise? Also ich bin in Deutschland gestartet und sie in Österreich und wir haben uns dann über Instagram geschrieben und haben gesagt, wir treffen uns in Zagreb und fahren zusammen hierher. Fantastisch. Ja, genau. Komplett von Zagreb mit dem Fahrrad hier? Ja, also ich bin auch von Deutschland nach Zagreb gefahren. Sie ist auch von Österreich losgefahren. Und dann haben wir uns in Zagreb getroffen und komplett mit dem Fahrrad sind wir hierher gefahren. Unglaublich, wow. Ja. Weil wie viele Tage ist es von Zagreb mit dem Fahrrad nach Medjugorje? Wir haben gar nicht so lange gebraucht. Ich glaube, 6 Tage haben wir nur gebraucht. Und mit 2 Pausentage. Ja. Wow.
Also 4 Tage Fahrrad. Anna ist ein Energiebündel. Anna ist ein Energiebündel, ja. Sie ist Energiebündel. Ja. Mit ihr bin ich jeden Tag 100 Kilometer gefahren. Ich habe ziemlich viel Gepäck dabei, deswegen ich schaffe 100 Kilometer nicht immer. Ist einfach sehr schwer. Aber mit ihr habe ich es geschafft. Sie hat mich jeden Tag gepusht und aus dem Bett geprügelt morgens. Und sehr romantisch. Hat das gut funktioniert, ja. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Vor allem, ich fand es sehr interessant, weil ich habe sie davor nicht gekannt. Ich habe sie das erste Mal in Zagreb getroffen und einen Menschen auf die Art und Weise kennenzulernen, eine Woche mit ihm zu reisen, fand ich mega interessant einfach. Weil dann lernt man die Person wirklich kennen. Genau, dann lernt man die guten und die schlechten Seiten auch kennen. Nicht nur dieses Oberflächliche, sondern so dieses, und das fand ich sehr interessant, ja. Schön, so auch eine schöne Art und Weise, ne? Ja, ist wirklich eine schöne Art und Weise. Und du bist Christ, was ist Christsein für dich? Christsein für mich war bis jetzt noch nie so ein Thema für mich tatsächlich. Ich bin nicht wirklich christlich aufgewachsen. Ich wurde getauft als Kind, wenn man das halt so gemacht hat irgendwie, aber ich bin nie an diesem starken Glauben aufgewachsen. Ich habe schon immer mal wieder gebetet und auch mein Kreuz gemacht und so, aber ich habe mich noch nie so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt tatsächlich. Und seitdem ich hier bin, wird es natürlich lauter, das Thema für mich, und mache mir viel Gedanken darüber, wer Gott ist und so weiter. Mir hat es immer sehr schwer gefallen, irgendwie dran zu glauben, weil ich ein ziemlicher Realist bin, aber so langsam fällt es mir einfacher, weil ich sehr viel mit Menschen drüber rede und die mich mehr dazu hinführen. Und ich sehe, wie gut der Glauben Menschen, also wie gut der Glaube den Menschen gut tut. Also der Glaube tut den Menschen sehr, sehr gut, das sehe ich. Und dann muss da auch irgendwas Wahres dran sein, weil so viele Menschen sind so glücklich und leben ein Leben voller Frieden, wenn sie zu ihm gefunden haben. Und ja, ich wünsche jedem Menschen und wünsche auch selber mir, dass ich dazu finde. Aber weißt du ganz ehrlich, du hast schon gefunden, weil in der Bibel steht, der liebt, der kennt Gott, da Gott die Liebe ist. Und du liebst, was du machst, du reist um die Welt, du lebst deinen Traum, und das ist Christsein. In Action. Keine Angst haben, keine Sicherheitsdenken, sondern ich lebe das. Und dann kriegt man alles geschenkt. Schau, du endest ab hier in Medjugorje zum Beispiel, bist du auch. Und das ist fantastisch, also finde ich. Und bis jetzt deine Reise, was sind die schönsten Erfahrungen? Die schönsten Erfahrungen waren eigentlich immer die, wo ich Menschen kennengelernt habe. Gerade jetzt, wo ich im Balkan unterwegs bin, ist es wirklich so krass, was für eine Gastfreundschaft man hier erleben darf. Jeden Tag laden mich Menschen zu sich ein, um Kaffee zu trinken, um irgendwie etwas zu zeigen in ihrer Gegend. Ich war bei ihm zu Hause geschlafen. Ich bin einfach nur in seinem Hof reingegangen und habe gefragt, ob ich mein Zelt bei ihm im Garten aufbauen kann. Und er meinte, ja, komm, ist okay, wir trinken zusammen ein Bier, tun ein bisschen reden. Und dann hat er mich mitgenommen zu seinen Freunden abends, und ich hatte ihn nicht gekannt. Und wir haben da mit dem Bürgermeister etwas getrunken und abends Zeit verbracht. Und am nächsten Tag hat er mir noch seine alte Arbeit gezeigt. Das war eine Brauerei, und ich durfte bei ihm im Haus schlafen. Das sind für mich die schönsten Erlebnisse, wirklich. Und ich dachte davor nicht, dass es die schönsten Erlebnisse wären, weil ich bin sehr, sehr naturverbunden, ich liebe die Landschaften, aber dass es wirklich die Gesellschaft und die Kulturen sind, die mich so beeindrucken, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist einfach immer das Schönste, wenn Menschen mich einladen und ihr Leben mir zeigen. Das ist einfach wunderschön. Wow, wirklich. Unglaublich. Und vielleicht für euch draußen nicht nur im Internet sein, wirklich was machen. Ganz genau. Das Leben ist ein Geschenk, jeden Tag. Ganz genau. Ja, mein Bruder ist eingeschlafen, gestorben. Der wusste nicht einen Tag vorher, dass er geht. Aber der hat genau wie du, der ist gereist, und die Mutter von der Freundin hat eine Woche vorher gefragt, hast du Angst zu sterben? Da sagt er, nein, weil ich habe all meine Träume gelebt. Alles, was Gott in mein Herz gelegt hat. Und dann gab es Leute in seinem Leben, in unserer Familie, die gesagt haben, nein, du musst einen sicheren Job haben für die Rente, bla bla bla. Aber dann, ich habe eine Tante, die hat immer gesagt, wenn ich in Rente bin, dann lebe ich. 10 Tage in Rente ist die an Krebs gestorben. Und die hat ihr ganzes Leben auf die Rente hingelebt. Man muss jetzt leben, so wie du das machst. Man muss im Jetzt leben. Oder? Das ist das größte Geschenk, was ich jedem empfehlen kann, im Jetzt zu leben. Es macht keinen Sinn, sich über morgen oder über gestern Gedanken zu machen. Der jetzige Moment ist das Leben, es wird auch immer so sein, und deswegen genießt den jetzigen Moment. Seid im Jetzt, und die Kraft der Gegenwart, das ist das Wichtigste, finde ich. Und dann geht es auch einem gut. Dann sind die Probleme auch nicht da, meiner Meinung nach. Das hat jemand gesagt, Gott ist der Gott des Jetzt.
des Momentes. Ja. Und dann fragt euch mal, wenn ihr klagt über irgendwas, aber wenn ihr nur den Moment jetzt anschaut, dann ist alles okay im Leben. Ja, ganz genau. Jetzt ist es super hier. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen. Ich sitze hier, habe mein Getränk. Ich habe eine super Atmosphäre hier. Es gibt keinen Grund, sich Gedanken zu machen, was morgen kommt oder so. Wie Jesus in der Bibel sagt, lebt im Jetzt. Glaubt ihr, werdet glücklich, wenn man die Vergangenheit nachdenkt, in der Zukunft lebt. Lebt im Jetzt, hat genug Challenges. Ne? Ja. Und wow, also 2-3 Jahre planst du das? Das ist fantastisch. Also meine Krankenversicherung ist jetzt für 3 Jahre abgeschlossen. Das ist so der Rahmen, den ich habe. Natürlich kann das auch variieren, vielleicht kürzer oder sogar noch länger. Das muss ich halt, ich schaue einfach, was auf mich zukommt. Also jetzt gerade bin ich sehr hungrig, noch weiter zu reisen. Ich bin noch lange nicht am Ende. Es hat gerade erst angefangen und ich habe mich so langsam jetzt in dieses Leben gewöhnt und es ist wunderschön. Es ist wunderschön, einfach so zu leben und ständig Menschen kennenzulernen, aus seiner Komfortzone auch rauszutreten, finde ich, ist auch wichtig. Und Warum? Erklär. Weil ich finde, dann tut man die Wertschätzung wieder mehr gewinnen. Weil ich hatte mein früheres Leben, ich hatte alles, was ich gebraucht habe und mir hat es an nichts gefehlt und ich habe es vergessen wertzuschätzen. Ich habe es verlernt und ich finde, wenn man regelmäßig aus seiner Komfortzone heraustritt, kommt es ein wenig zurück einfach, dass man Dinge wieder wertschätzt und dass man weiß, wo man steht und wie glücklich man eigentlich ist. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig einfach, dass man genau diese Momente hat und dass man alles wertschätzt. Glücklich ist als Mensch, was man alles besitzt. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und hast du auch die Erfahrung gemacht, ich habe hier eine zukünftige Nonne getroffen, die hat eine andere Nonne gefragt, wie werde ich glücklich? Und da hat die Nonne gesagt, wenn du leicht lebst. Man muss nicht viel Besitz haben. Ganz genau, man muss nicht viel besitzen. Ich lebe seit 1,5 Monaten den Minimalismus aus. Ich habe zwar 50 Kilo dabei, aber das ist trotzdem nicht viel, weil das ist mein ganzes Leben, was auf dem Fahrrad drauf ist. Und mehr brauche ich nicht. Wirklich mehr brauche ich nicht. Ich bin so zufrieden, ich bin glücklich. Es ist viel besser, als wenn ich viel mehr dabei hätte. Der Minimalismus ist wunderschön. Ja, ich möchte was zufügen. Mein Vater ist 87, ist jetzt im Altersheim und da ist alles schwer, ein Haus zu besitzen, 2 Häuser zu besitzen. Man hat gar nicht mehr die Kraft, sich um diese ganzen Sachen zu kümmern. Ja. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Nee, teilweise braucht man so viele Dinge ja auch eigentlich nicht. Ich meine, wenn man im Jetzt lebt, braucht man auch eigentlich nichts. Man hat das, was man hat, um sich rum und das ist auch das Wichtigste und das Beste. Das ist wunderschön. Die Beziehung im Endeffekt? Ja, die Beziehung sowieso auch. Die Beziehung auch. Es ist einfach, ich brauche nicht viel. Ich mache mir dann immer zu viel Kopf und um die Dinge. Ich lebe einfach. Ich bin da, ich bin präsent und dazu brauche ich nicht viele Dinge. Wow, es ist unglaublich schön, was du sagst. Und hast du gemerkt, dass die Qualität der Beziehung sich geändert hat, seitdem du aus der Komfortzone rausgegangen bist? Dass es ehrlicher wird alles? Beziehung zu was? Genau. Zu Menschen? Zu Menschen? Ja, auf jeden Fall, dass das Also tiefgreifender ist, ehrlicher, fröhlicher vielleicht auch? Ich finde schon, ja. Also es hat sich allgemein viel verändert, seitdem ich nicht mehr in Deutschland bin. Aber die Beziehung zu Menschen ist ganz anders, als wenn ich in der Heimat bei mir zu Menschen spreche. Weil ich einfach auch in einer anderen Situation bin. Ich bin viel tiefgründiger unterwegs und habe auch viel mehr Zeit, weil ich so unabhängig bin, weil ich nicht so viele Dinge in meinem Kopf habe. Ich kann mich voll und ganz konzentrieren auf die Sache, die ich habe, ohne daran zu denken, ich muss morgen früh aufstehen oder so etwas. Auch wenn ich das hier machen müsste, wäre es nicht schlimm, weil ich im jetzigen Moment lebe. Und das ist schon ein Unterschied. Also die Beziehungen haben sich sehr, sehr intensiv verändert, wie ich mit Menschen spreche und wie meine Interessen sind zu den Menschen. Intensiver das Leben? Ja, es ist auf jeden Fall intensiver. Und was würdest du Leute sagen, weil die haben Angst, aus der Komfortzone rauszugehen? Also ich hatte am Anfang auch Angst, aus der Komfortzone rauszugehen und ich habe es einfach gemacht. Ich bin einfach losgegangen und habe nicht nachgedacht, was passieren kann. Natürlich hatte ich ein paar Backups und ein paar Dinge, die mich gesichert hätten, aber im Endeffekt bin ich einfach drauf losgegangen. Ich habe mich selber ins kalte Wasser geschmissen. Ich mache die Weltreise alleine, jetzt die letzte Woche mit der Anna, aber ansonsten bin ich alleine unterwegs. Und ich war immer ein Mensch, der jemanden gebraucht hat. Ich kam alleine nie klar. Und genau, aber durch diese Angst, diese Ängste, die man besitzt, die muss man dann auch machen. Man muss sich der Angst stellen und genau das ausüben, vor dem man Angst hat. Sich selber ins kalte Wasser werfen, weil genau dann kriegt man das in den Griff und man gewöhnt, der Mensch kann sich an alles gewöhnen, an alles. Und ich habe mich daran gewöhnt, so zu leben und die Belastung auch jeden Tag mit dem Fahrrad zu haben. Und nun geht es mir gut, ich habe meinen Frieden. Es wird wahrscheinlich noch besser mit der Zeit, aber ich bin schon jetzt sehr, sehr zufrieden. Die ersten Wochen waren natürlich heftig für mich. Warum? Was war so kräftig? Erzählt? Also ich dachte erst, dass die Einsamkeit das wird, was am meisten mich trifft, aber tatsächlich war es gar nicht so. Die kam erst so nach 3-4 Wochen.
Aber am Anfang war es die Belastung einfach. Ich habe 50 Kilo dabei gehabt auf meinem Fahrrad, bin über die Alpen als allererstes gefahren, in die Schweiz rein und über die Alpen drüber. Und die ganzen Höhenmeter waren natürlich heftig für mich. Ich habe mich körperlich nicht wirklich vorbereitet, weil für mich ist das Fahrrad nur ein Mittel zum Zweck. Ich mache kein Rennen oder so, sondern ich fahre einfach gerne. Ich meine, du hast den Personal Trainer hier bekommen dann? Ja, für eine Woche. Erklärt, wie es funktioniert. Ja, ganz genau, ja. Und man hat sich dann einfach dran gewöhnt und die Belastung, die körperliche Belastung war schon heftig am Anfang. Und so nach 3-4 Wochen kam dann auch das mit der Einsamkeit. Am Anfang hat es sich eher wie Urlaub angefühlt und nicht wie eine Weltreise. Und nach 3-4 Wochen habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt noch immer hier und ich gehe jetzt nicht zurück. Es ist kein Urlaub, sondern es ist eine Umstellung. Mein Leben wird sich verändern. Ja. Und dann kamen halt natürlich Zweifel. Ja, ich werde meine Familie Ewigkeiten nicht mehr sehen und meinen Hund nicht mehr lange sehen, der schon echt alt ist, wo sein kann, dass er sterben wird, wenn ich weg bin und so Dinge. Ich habe viele Kompromisse eingegangen, aber ich habe jetzt diese Unabhängigkeit erlangt, die ich immer haben wollte und bin so zufrieden und fühle mich besser denn je, tatsächlich. Weil du einfach ehrlich lebst jetzt, oder? Ja. Authentisch. Ja. Das ist wieder in der Bibel, lebt authentisch und liebt. Ja. Das ist der ganze Glauben in einem Satz, würde ich mal sagen. Keine Hintergedanken haben, sondern einfach sagen, wow, ich lebe im Moment glücklich. Enthusiasmus. Ja. Griechisch, in Gott sein, entheos. Das ist unglaublich. Und du sagst, das hat sich was verändert zum Leben in Deutschland, dass du aus Deutschland rausgegangen bist? Verstehe ich jetzt nicht. Du hattest gesagt, irgendwie war es eine große Umstellung, aus Deutschland rauszugehen. Eine große Umstellung für mich, aus Deutschland rauszugehen. Ja. Also das Leben in Deutschland war für mich relativ eintönig und langweilig. Und ich musste was ändern und bin dann rausgegangen. Und natürlich ist es nicht mehr das Gleiche. Nichts mehr das Gleiche. Das Leben, was ich jetzt habe, nichts mehr mit dem Leben in Deutschland zu tun. Das ist was ganz anderes. Ich habe ja einen ganz anderen Lifestyle, ganz anderen Lebensstil und ich habe viel mehr Lebensfreude einfach auch. Ich habe nicht mehr diesen geregelten Alltag, den man hat, in die Arbeit gehen, nach Hause schlafen, in die Arbeit gehen, nach Hause schlafen. Ich habe es nicht mehr und ich bin hier unterwegs und jetzt, wenn ich auch hier arbeiten würde, wäre es was ganz anderes, weil ich an einem anderen Ort bin und andere Menschen um mich herum habe und es ist nichts mehr wie davor. Ich bin an einem anderen Ort und das kann Menschen so verändern, finde ich. Der Ort macht ganz arg viel aus, meiner Meinung nach. Und für dich ist auch jeden Abend, sagst du, wow, ist gut, was ich heute gemacht habe? Ja, es gibt Tage auf jeden Fall, wo ich sage, das war sehr gut, was ich heute gemacht habe. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich auch wieder ins Loch falle, sage ich offen und ehrlich. Ja. Weil es ist meiner Meinung nach eine Fahrradtour ist immer ein Auf und Ab. Das ist für die Gefühle eine Achterbahn. Aber viele Momente sind einfach gut. Aber es gibt auch Momente, wo wirklich sehr anstrengend sind und wo man daran zweifelt. Nicht mehr die Pedale drücken willst. Ja, wo man dann nicht mehr kann, weil man einfach kein Backup hat, weil man nicht immer auch eine Wohnung hat. Ich tue sehr, sehr viel draußen zelten. Ich tue sehr viel bei Locals übernachten. Und da hat man nicht immer die Sicherheit, man hat auch nicht immer eine Dusche oder immer ein Dach über dem Kopf oder eine Toilette. Und dann wird es manchmal dann schon richtig heftig und die Gedanken werden laut und man wünscht sich wieder einen Komfort irgendwie. Aber was ich einfach mitgeben kann, einfach durchziehen, einfach machen und seinen Traum verfolgen. Es gibt immer wieder Momente, die schlecht werden, aber es gibt dann auch immer wieder Momente, wo es einfach super ist und wo man sehr froh ist, dass man durchgezogen hat. Und im Endeffekt, die Liebe trägt dich durch, oder? Weil du das wirklich liebst, was du machst, dann kann man diese Challenges überwinden, oder? Ganz genau. Geht es dir auch so? Ja, tatsächlich. Ich denke auch viel an das Leben in Deutschland wieder zurück und weil ich ganz genau weiß, wenn ich aufhöre, dann geht es da wieder zurück hin und dann fange ich wieder an, meinen Beruf zu machen. Wieder die Pedale zu treten. Also ich liebe meinen Beruf in Deutschland. Ich bin Jugend- und Heimatzieher. Ich passe auf Jugendliche auf, bin in einer Wohngruppe tätig. Aber wenn ich trotzdem daran denke, wieder mein altes Leben zu führen, also ich möchte einfach weiterreisen. Und dann ist es für mich völlig in Ordnung, jeden Tag 100 Kilometer Fahrrad zu fahren weiter. Weil es einfach wunderschön ist. Jeden Tag gibt es eine neue Überraschung und das ist so viel wert. Und für dich ist, du bist ein paar Tage in Medjugorje. Hast du einen Lieblingsort inzwischen hier in Medjugorje? Ich fand es schon auf dem Erscheinungsberg sehr, sehr schön, finde ich. Weil da hat man eine Ruhe, da hat man nicht, also es sind auch Menschen oben, weil der Tourismus ist ziemlich laut hier, finde ich. Aber, Hochsaison. Ja, Hochsaison. Aber auf dem Erscheinungsberg, finde ich, war es schon eine magische Stimmung. Also ich glaube, da würde ich sehr gerne, also da halte ich mich sehr gerne auf. Bin auch nochmal den Weg ganz nach oben gelaufen. Und dadurch, dass ich die Natur lieb, glaube ich, würde ich sagen, das ist schon mein Lieblingsort hier. Und am Ende, was würdest du Leute sagen, warum man nach Medjugorje kommt? Ich denke, um nach Medjugorje zu kommen, sollte man nach Medjugorje kommen, um seinen Frieden zu finden und zu Jesus zu finden. Ich habe selber noch
nicht dazu gefunden, aber ich bin auf, glaube ich, einem sehr guten Weg, weil ich merke, hier gibt es eine Energie und eine Magie, die anders ist. Also hier ist etwas anderes, finde ich. Das ist nicht vergleichbar mit anderen Städten. Und wenn man was Außergewöhnliches erleben möchte, dann glaube ich, sollte man nach Medjugorje kommen. Wow. Danke sehr für das schöne Interview. Ich danke Ihnen auch.